Also, das sind jetzt schon mal Teile von den Blechteilen. Ich wollte das Ganze eben als ja, so eine Art Bausatz machen. Und da habe ich einmal hier ein paar von den 5 mm starken Blechteilen so als Tafel rauslasern lassen. Eben dann zum, ja, nur noch zum Raustrennen mit der Flex. Das sind einmal die 5 mm Teile und dann hier noch ein paar 2 mm Teile. Das lange sind einmal die Abdeckungen für die Achsen. Dann noch für die schwimmende Achse die Teile. Und für den Endschalter bzw. das Antasten von der Z-Achse ein paar Teile. Die Seitenteile hier für die schwimmende Achse habe ich einmal in 2 mm gemacht und hier auch nochmal in 5 mm, weil ich mir nicht sicher war, ob 2 mm ausreichend ist, aber ich glaube schon. Genau, die Blechteile sind schon alle da. Da zum Beispiel noch für die Opferbleche quasi, diese Halter, die sind aus Edelstahl. Das wäre jetzt eins von den Opferblechen. Und das Gestell wird ja aus den Rohrteilen gemacht, die ich auch eben so bausatzmäßig wollte, da ich hier auch einfach nicht die nötigen Maschinen habe und auch vielleicht nicht so begabt bin, das Ganze passend auf Länge herzuschneiden. Aber die Rohrlaserteile, die kommen erst noch. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal mit der schwimmenden Achse an. Okay, das sind jetzt die rausgetrennten Teile für die schwimmende Achse. Hier mal die Seitenteile. Wie gesagt, einmal in 5 und einmal in 2 mm Stärke. Aber ich glaube, dass die 2 mm locker reichen werden. Deswegen werde ich es jetzt mal mit der 2 mm Variante zusammenbauen. Also hier noch diese Verbindungsstücke wegflexen. Und dann schweißen wir es mal zusammen. Und was ich ganz vergessen habe, das Teil hier fehlt auch noch. Das ist auch noch ein Teil von der schwimmenden Achse. Das ist quasi die Platte vorne, an der dann die Platte befestigt wird, auf der der Brenner sitzt. Das ist die eigentliche Z-Achse. Die habe ich, so wie sie ist, fertig schon bei Amazon gekauft für 100 bis 120 Euro. Genau, und da will ich eben diese schwimmende Achse gleich mit drauf integrieren. Dafür habe ich einmal hier noch diese 2 Lager und dann jeweils 2 Federn. Die Federn kommen hier über diese Stangen und die Lager auch. Und die Blechteile, die werden jetzt eben zusammengeschweißt und kommen dann da auch mit drüber. Okay, das Teil wäre zusammengebrutzelt. Schön ist nicht, aber wird seinen Zweck erfüllen. Und das Ganze kommt jetzt hier über die 2 Stangen drüber geschoben. Und ja, dann kommt hier die Spindel wieder rein und die Federn hier noch dazwischen. Okay, das Ganze war jetzt doch ein bisschen mehr Gefummel als gedacht. Also hier ist quasi dieses Schweißteil, also diese 3 Teile, die ich zusammengeschweißt habe. Dann das einzelne Plättchen habe ich jetzt hier oben noch drauf, auf dem liegen die Federn auf. Hier sind die 2 Linearlager und jetzt wird auf beiden Seiten das Teil hier noch in den Löchern festgeschraubt. Okay, jetzt ist es schon mal zusammengeschraubt. Die Schrauben, die sind jetzt noch zu lang. Ich habe die jetzt einfach mal rein
damit es schon mal ein bisschen hält. Hier diagonal wären auch noch Löcher. Ich denke, dass ich es vielleicht hier noch festschrauben werde, dass ich da in den schwarzen Block jeweils ein Loch reinbohre und ein Gewinde reinschneide, weil diese beiden Löcher hier in der Mitte, die haben recht wenig, also in dem schwarzen Block hier, recht wenig Fleisch. Da ist dann hier drunter gleich diese Stange und muss ich mal schauen, weiß ich noch nicht, wie ich es genau mache. Aber so ist es jetzt schon mal zusammengebaut. Da fehlt jetzt dann noch die Platte. Da müssen die Löcher, die äußeren, noch gesenkt werden. Und das Ganze wird dann da festgeschraubt. Und hier kommt dann die Platte mit dem Brenner drauf. Und wenn der Brenner dann, also wenn die Z-Achse runterfährt und der Brenner auf Kontakt kommt, dann wird das ganze Teil hier, also der schwarze Block fährt nach unten, die Federn drücken das Ganze auf den schwarzen Block und ja, sobald eben hier dann auf Kontakt gefahren wird, drückt sich dann das Ganze. Die Federn kann man mit Sicherheit viel schwächer wählen, also da hatte ich auch keine Erfahrung damit, die sind viel zu stark, aber ich denke, es wird gehen. Also hier sieht man es jetzt nochmal, ich habe jetzt schon mal einfach derweil irgendwelche Schrauben reingemacht, dass man es einfach mal sehen kann. Wenn das Ganze auf Kontakt fährt, dann drückt sich das hier so nach oben. Aber wie gesagt, die Federn sind viel zu stark. Aber es sollte passen. Mit der Bauweise, dass ich die schwimmende Achse eben gleich hier in die Z-Achse mit integriere, verliere ich zwar einen Verfahrweg von meiner Z-Achse, aber so viel an Verfahrweg brauche ich eh nicht, wie die Achse lang ist. Und dafür habe ich das Ganze hier mit gleich mit drin und das Ganze baut nicht nach vorne noch weiter auf. Ja. Als nächstes kommt jetzt die Platte hier oben drauf, auf der dann der Brenner montiert wird. Also die hier, die werde ich mir jetzt auch wieder mit der Flex raustrennen, dann die Kanten entgraden und mit auf der Z-Achse montieren. Ich habe das Teil jetzt aus der Platte herausgetrennt, einigermaßen entgratet und das Ganze wird dann hier auf der Z-Achse montiert. Ja, und dazu müssen eben für diese äußeren Schrauben noch hier diese Löcher gesenkt werden, damit die Schrauben dann plan aufliegen und das Teil plan drauf passt. Also die beiden äußeren Löcher sind jetzt angesenkt und dann kommt die Platte hier wieder so drauf. Außen kommen dann eben die Senkkopfschrauben rein, damit dann die Platte hier darauf Platz hat. Die Löcher sind jetzt gesenkt und die Platte ist jetzt auf den Lagern festgeschraubt. Und jetzt kann die Platte hier mit 4 Schrauben und 4 Muttern dann noch befestigt werden. Okay. Dann als Brennerhalter habe ich mir hier so Rohrschellen bestellt. Die Links, wo ich das ganze Zeug her habe, tue ich auch entweder mit in die Videobeschreibung oder in der gesamten Liste dann irgendwie Google Drive oder so zur Verfügung stellen. Genau, also die kommen dann hier drauf, die Brennerhalter. Das sind jetzt auch einfach mal 4 Löcher, also man kann auch nur einen vielleicht nehmen oder kann auch die
irgendwie beliebig hier versetzen auf den 4 Positionen und dann den Brenner befestigen. Was ich noch vergessen habe, um eben diese Brennerhalter oder diese Rohrschellen hier festschrauben zu können, müssen quasi in diese 4 Löcher jeweils M6 Gewinde reingeschnitten werden, damit man die Schrauben dann reinschrauben kann, weil eben dahinter hier diese Platte ist und bei den anderen Löchern drunter auch dann eben der schwarze Block im Weg wäre. Also erstmal Gewinde schneiden. Die Gewinde sind jetzt geschnitten und die Platte kann wieder montiert werden und die Rohrschellen für den Brenner können dann entsprechend an der Position festgeschraubt werden. Beim Gewindeschneiden lasst euch lieber Zeit. Durchs Laserschneiden sind die Kanten und auch die Löcher halt aufgehärtet durch die Hitze. Und ja, beim letzten Loch hat es mir hier den abgebrochen und das ist natürlich dann ein Mordspaß, den wieder rauszubekommen. Als Brenner habe ich mir hier so einen P80 Brenner von Stahlwerk geholt. Und genau, hier sieht man jetzt mal dann die Z-Achse mit den Rohrschellen drauf montiert. Die habe ich jetzt noch nicht festgezogen, da ich das erst mache, wenn der Brenner drin ist, um es noch ausrichten zu können. Also Brenner rein, die Schellen drauf und dann das Ganze noch festziehen. Der Brenner ist jetzt montiert. Genau, das sieht man jetzt auch mal dann. Eben wenn man hier drückt, wie dann dieses Federkonstrukt arbeitet oder funktioniert. Also ich habe mir jetzt auch schon schwächere Federn noch bestellt. Da werde ich schwächere reinmachen, weil es einfach zu stark ist. Aber ich glaube, man kann es erkennen, wenn der Brenner aufs Material drückt sich hier das ganze Teil schwimmend nach oben. Ja, manche haben sich bestimmt schon gefragt, für was da diese Zapfen sind. Da kommt hier zeitlich noch eine Halterung her für die Achsendschalter Min und Max. Und ja, dann schneiden wir die mal raus. Das ist hier der Halter. Die Endschalter für die Achsen sind jetzt montiert. Also einfach mit einer langen Schraube hier dieses Blech montiert und auf dem Blech dann jeweils diese 2 Endschalter. Und jetzt können wir den Motor hochdrehen. Und das sieht man jetzt. Dreht und dreht und dreht und dreht. Und klack. Genau. Ja, ich habe mich jetzt bei der Z-Achse auch für diese etwas größeren Endschalter entschieden, da ich die auch bei der X- und Y-Achse verbaue. Und ja, dann habe ich ziemlich wenig Varianz drin von den Bauteilen oder weniger.
Und ich finde auch die wesentlich schöner zum Anschließen. Die sind auch, glaube ich, Spritzwasser geschützt und staubdicht oder ja, staubgeschützter. Als nächstes kommt der Schalter fürs Antasten, also für die schwimmende Achse. Ja, da habe ich jetzt einen kleineren genommen, weil ich nicht wusste, wie ich einen größeren runterbringen kann. Oder halt, wie ich einen von denen dafür noch unterbringen kann. Und da habe ich zwei Varianten geplant. Weil zu den Teilen hier, das wären einmal die hier und einmal die hier. Ich weiß gar nicht, warum ich die zweimal habe mit rausschneiden lassen. Aber ich werde die jetzt mal wieder raustrennen und im nächsten Schritt dann an die Z-Achse mit ranschweißen. Die Blechteile für die schwimmende Achse, also für den Schalter für die schwimmende Achse, habe ich jetzt rausgeschnitten. Wie gesagt, die zwei Varianten, die werde ich irgendwann später mal zeigen. Das ist, glaube ich, auch irgendwie ein Quatsch geworden. Aber ja, bleiben wir bei der. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich es zweimal rausgeschnitten habe. Eigentlich braucht man das nur einmal. Da wird dann der Schalter drauf montiert. Und jetzt muss ich nur noch dieses Blechteil hier hinschweißen, dass dann eben der Schalter hier gedrückt ist und sobald sich das Teil hier nach oben bewegt, wenn der Brenner aufs Blech drückt, dass dann der Schalter nicht mehr betätigt ist. Oder halt eben betätigt ist, je nachdem wie man anschließt. Ja, die Schrauben muss ich auch noch kürzen und wie gesagt, hier wollte ich ja eventuell noch Gewinde reinschneiden, dass das Ganze ein bisschen besser sitzt. Dann ja, werde ich erstmal das draufschweißen. Ja, was jetzt nicht so toll war, ich wollte jetzt gerade wieder die Achse hier zerlegen, um eben diesen Halter hier festzuschweißen für den Endschalter. Und ich habe vorher immer hier die Spindel am Motor an der Kupplung gelockert und die komplette Spindel mit rausgezogen beim Zerlegen. Und jetzt dachte ich mir, ich schraube es einfach nur unten auf und ziehe einfach diesen Block runter und dann sind mir schon die ganzen Kugeln von der Kugelumlaufspindel entgegenkommen. Das war jetzt wieder natürlich ein Mordspaß, die alle wieder reinzufummeln und das Ganze wieder zusammenzuschrauben. Ja, und eine ist auch übergeblieben, aber wird seinen Zweck erfüllen. Also wenn ihr das zerlegt, lasst am besten die Mutter auf der Spindel. Gut, der Winkel ist jetzt festgeschweißt oder gepunktet eher. Da muss man halt aufpassen, dass man ja, hier zum Beispiel nicht zu weit reinschweißt, dass hier noch der Schraubenkopf drauf passt. Auf der anderen Seite überhaupt nicht, weil da liegt ja dann der Schalter auf. Ja, und hier einfach an der oberen Stelle mal drauf punkten. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Der Schalter kommt dann so rum drauf. Und hier liegt dann oben diese Linearführung auf. Und ja, sobald die hochgedrückt wird, wenn der Brenner auf Materialkontakt geht, löst der Schalter aus. So, weiter mit der Z-Achse. Die schwächeren Federn sind jetzt angekommen. Ja, die sind jetzt fast ein bisschen zu schwach.
optimal wäre ein Mittelmaß zwischen denen gewesen. Sollte man doch mal einen Fräser an das ganze Ding hinhängen, irgendwie eine Oberfräse oder so, wären wahrscheinlich die starken doch besser. Primär fürs Plasmaschneiden, denke ich, tun es die auch. Da reicht wahrscheinlich schon das Eigengewicht vom Brenner und der Platte vorne. Aber ich werde jetzt mal das Ganze wieder zusammenbauen mit den schwächeren Federn. Und diesmal lasse ich die Spindel in der Kugelumlaufspindelmutter. Ich werde also die Spindel hier oben wieder lockern und dann nach unten rausziehen. Was ich eigentlich nicht machen wollte, weil irgendwie diese Schrauben sind nicht so die besten. Da ist die eine eh schon leicht ausgefotzt, die am Motor oben sitzt. Gut, die Schrauben habe ich noch gekürzt. Da habe ich jetzt halt quasi diese schrägen, habe ich jetzt keine Löcher reinbohrt. Ich glaube, das taugt auch so. Gut, dann schraube ich es mal zusammen. Die Achse ist jetzt wieder zusammengeschraubt. Also ich werde es eh nochmal zerlegen müssen, wegen dem Lackieren. Jetzt sind die schwächeren Federn drin. Und zum Antasten, der Schalter ist auch schon dran. Der sitzt quasi hier auf, und sobald quasi die Achse hochgeht oder sobald der Brenner angehoben wird, wird er gedrückt. Ja, wie gesagt, das ist viel zu viel Fahrweg eigentlich, oder viel zu viel Stauchweg oder wie auch immer. Aber reicht trotzdem allemal, der restliche Verfahrweg.